So, jetzt, wir wissen, jeder hat mal umgeschaltet von einem handgeschalteten Auto auf den Automatiker. Und jeder hat mal wahrscheinlich erfahren, was passiert, wenn der statt Kupplung plötzlich auf die Bremse drückt. Das Schleuder ziehen. Und das war die Situation, die bei uns im dritten Schiffsstation sich plastisch vorstellte. Ich wollte nicht, dass ein Patient stirbt, weil man sie der Welt nicht versteht. Ich möchte uns bitten, zu zeigen, wie wir versucht haben, von den traditionellen Modus der Beatmung auf Internet umzusteigen. Werde ich versuchen. Merci Marco. Gut miteinander. Wir können die erste Feedback-Schleife machen. Wer weiß jetzt genau, wie diese Otis-Formel funktioniert? Von wegen nur 3 Punkte. Okay, dann essen wir mal weiter. Also, der Vortrag an und für sich sollte darüber gehen, wie wir Implementarraum eingeführt haben. Wir sind sozusagen in das kalte Wasser gesprungen, haben nicht nur Implementarraum eingeführt, wir haben auch gleich das ganze Gerät eingeführt, weil wir früher woanders herkamen, nämlich von Träger. Sprich, wir hatten eine relativ lange Historie mit den Trägergeräten, schon mehr oder weniger aus den 90er Jahren, und sind sozusagen, haben diese Trägergeräte im Hirnstamm parkiert. Und ja, jetzt kommt was Neues. Jetzt wie immer, leider habe ich nicht so viele schöne Daten aus dem Netz bzw. PubMed, weil das ist das Problem. Wir haben dieses Gerät 2013 eingeführt und 2013 hat die WHO bemerkt, Implementation Science ist ein Problem. Und die WHO hat uns nicht erklärt, wie das soll gehen. Die WHO hat uns erklärt, wie soll man überhaupt Forschung darüber machen. Sprich, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viel zu dem Thema, wie man das so 0815 runterkocht. Jetzt, wer auch immer das Vergnügen hatte, irgendwann mal in so einem Managementkurs zu sein, weil er unglücklicherweise die ärztliche Karriereleiter hochstolpert, der kennt dieses Modell. Da wäre einerseits auf der X-Achse, wie viele Monate bis Jahre das geht, beziehungsweise auf der Y-Achse, wie fühlt man sich denn, was denn da passiert. Jetzt, was passiert da? Ich bin nicht ein so guter Zeichner, aber unterm Strich passiert das, dass man am Anfang sich wohlfühlt, weil das ist ja dieser Träger Evita XL, die geht nicht seit 10 Jahren, da passiert ja nichts. Dann ist man irgendwann mal begeistert, das ist immer, wenn man in den Apple Shop reinrennt und das iPhone 7 kauft. Und dann ist irgendwann nicht mehr so lustig, weil man dann feststellt, oh Gott, wo ist der Knopf für das und wie ist das schon wieder, und wo war die Otis-Formel schon wieder hingelegt, und irgendwann arrangiert man sich damit, weil der Chef einfach sagt, das wird jetzt gebraucht, also akzeptiert man das irgendwann mal und dann versucht man das dann auch irgendwie ein bisschen zu entdecken, was da funktioniert, und irgendwann gewinnt man auch wieder Vertrauen. Unglücklicherweise ist dieses Modell zweidimensional und ich hoffe für alle Anwesenden, dass Ihr Neocortex nicht nur zweidimensional funktioniert. Jetzt, was wir zuerst gemacht haben, wir haben zuerst mal definiert, wer muss da überhaupt was machen. Wir heißt konkret, also das USZ hat 65 Betten auf 6 Intensivstationen verteilt. Wir heißt, das wäre die Intensivstation für Innere Medizin, die hat 12 Betten. Aber wir sind 12 Betten. Wir haben uns entschlossen, 2 Oberärzte fix abzustellen für das, die da Richtlinien schreiben, die Unterricht geben, die an die Front kommen, auch wenn sie nicht wettverantwortlich sind, wenn sich irgendwas irgendwo an diesen Respiratoren ergibt. Und auf der Pflegeseite haben die sogenannten Super-Users definiert als, wie man so modern nennt, Change Agents. Jetzt, Schritt für Schritt. Als erstes haben wir uns mal überlegt, ja, wie wollen wir die überhaupt einführen für die ersten 3-4 Wochen bis 2 Monate. Dann haben wir all diese Hamilton-Kurse besucht, einerseits die online zur Verfügung sind, und andererseits diejenigen, die dann bei uns auch vor Ort vorgeführt wurden. Unser erster Schritt war, dass wir von den Äquivalenten als Träger auf die Äquivalente von Hamilton gehen. Die Überlegung war die, dass zumindest das pathophysiologische dann sozusagen sich in dem Rahmen bewegt, was alle schon kennen, und man vor allem die Skills gewinnt, wie muss ich dieses Gerät bedienen, wo ist welcher Knopf, wie ist die Interface-Logik, wo muss ich was machen, damit ich am Ende vom Tag auch weiß, wenn ich den Implementar-SV anstelle, dass ich nicht vergesse, SPO2 zu definieren, ob das jetzt ein Rechten oder ein linken Port ist und dergleichen. Der zweite Schritt war dann im Verlauf, das war sozusagen ein kleines Weihnachtsgeschenk mit mäßiger Begeisterung aller Mitarbeiter, aber wir haben das kurz vor Weihnachten eingeführt, dass wir uns dann entschlossen haben, von BIPAP
von Sport rüberzugehen auf intelligente ASV bzw. ASV. Das haben wir in einem zweiten Schritt so versucht, einerseits, dass wir mit der sogenannten Test-Chest, das ist ein Gerät, das erlaubt, verschiedene Lungenpathologien zu simulieren und man an den Respirator anschließen kann und sozusagen live auf die verschiedenen Probleme eingehen kann, die mittels Software der Test-Chest vorgespielt werden. Wir haben die Richtlinie umgeschrieben, sodass die Richtlinie allgemeine Gültigkeit findet. Wir haben eine Informationsplattform seitens der Ärzte, wo dann alles hinterlegt ist, damit die auch alles finden, wenn sie dann in 2 Jahren etwas brauchen. Und wir haben Vorlesungen zu den einzelnen Themen gegeben. Jetzt unsere Informationsplattform, das ist das hier. Wir haben da auf einer Seite einfach alles hinterlegt, was man so braucht, vom Berliner Handbuch über was wir selber als SOP definiert haben. Und das ist alles auf einer Seite. Das kann man auf der Plattform, das ist jetzt Wikispaces, kann man sich das anschauen und runterladen und dann in einer gemütlichen Stunde in der Nacht lesen. Dann in einem weiteren Schritt, wenn das eingeführt war und alle einigermaßen vertraut waren, und zwar vertraut auf dem Niveau, sie wussten wenigstens, wie man das einstellt, sind wir schon eher auf dem Continuous Medical Education Weg. Wir haben dann alle halbe Jahre ist die medizinische Intensivstation so aufgestellt, dass neue Assistenzärzte kommen, einerseits solche, die den Facharzt die Intensivmedizin machen, aber auch solche, die Rotanten sind aus der Innenmedizin und der Anästhesiologie. Die haben dann, je nachdem, mehr oder weniger Erfahrung und schon gar nicht mehr oder weniger Erfahrung mit, was Händen kann, beziehungsweise vor allem, was intelligente ASV kann. Für die gab es dann eine Einführung, wie ist überhaupt primär nur die Physiologie des Respirationsapparats, je nachdem, woher die Leute kamen, wie funktioniert ASV, wie funktioniert intelligente ASV, wie funktioniert das PV-Tool und QuickRead. Und auch die wurden dann nachmittagsweise an der Test-Chest geschult, wie bedient man das Gerät, wenn man dann zum Beispiel eine Test oder dergleichen vor sich hat. Das gleiche gilt auf der Pflegeseite. Die Pflegefachkräfte wurden einerseits von ihren Super-Usern geschult. Man hat da geschaut, dass so pro Schicht mindestens jemand war, der da helfen konnte, beziehungsweise hatte es in der Handlungsphase auch jemanden von Händen vor Ort. Und da waren die Themen genau gleich auf theoretischer Seite, wie funktioniert ASV, was ist die Logik hinter dem Ganzen, wie funktioniert intelligente ASV, was ist da die zusätzliche Logik mit dem Oxygenationsmanagement, wie funktioniert das PV-Tool, wie funktioniert QuickRead. Und auch hier eben mal wieder mit der Test-Chest üben gehen. Schließlich, damit die Praxis ein gewisses Niveau behält, haben wir dann so, ich sage mal, Dinge für den tagtäglichen Bedarf konstruiert. Einerseits ein Handout, das immer an jedem Respirator war, das heißt, dass es zu jeder Zeit klar ist, wie muss ich jetzt den Respirator einstellen, wenn ich jetzt wirklich intelligente ASV brauchen will. Dann die Literatur, einerseits eben die Betriebsanleitungen freigestellt. Diese PowerPoint-Präsentation haben wir mal zur Verfügung gestellt, einerseits auf der Plattform, die ich vorhin gesagt habe, beziehungsweise der Pflege so. Plus wir haben verschiedene Flowcharts kreiert. Wie steuere ich den Patienten und wie mache ich ein PV-Tool? Wie brauche ich nicht-invasive Beatmung? Weil wir kommen an und für sich bei nicht-invasiven Beatmung eher daher, dass wir ein Turbinengerät brauchen, also sprich bei uns wäre das der Philips Respironics. Und wir nicht gewöhnt sind, an einem solchen Gerät nicht-invasive Beatmung zu machen. Das zeige ich Ihnen nachher auch noch. Und On-Site-Tools soll heißen, wir haben einen Fragebogen, wo man Schicht für Schicht vermerken kann, was hat nicht klappt, wo komme ich nicht raus, wie geht das gerade nicht. Und wir hatten an jedem Monitor eine Flashcard, und da konnte jeder einen Print Screen drücken und konnte dann entsprechend zu dem Print Screen sagen, wegen dem habe ich nicht verstanden, warum ist es FiO2 hoch und nicht Peak, und warum ist es nicht Peak runter, wenn FiO2 jetzt schon 30% ist und dergleichen Dinge. Jo, so sieht, oder hat gesehen, das hängt so viel, ich weiß nicht mehr, so sieht das war eine A4-Karte laminiert, die war an jedem Respirator fixiert und danach schaut man eben ganz trivial zuerst, ich muss einen Pulsoximeter anschließen, wie schließe ich den an, wie erzähle ich dem Gerät, wo muss der Pulsoximeter sein, dann wie stelle ich das Patientenprofil rein, etc. Das gleiche haben wir gemacht für das PV-Tool. PV-Tool war bei uns etwas, das wir vorher nicht kannten, und der Anspruch war, dass, auch wenn es alle falsch machen, dass wenigstens alle gleich falsch machen. Und darum so eine Guideline,
im Sinne von, dass es immer gleich gemacht wird. Sprich, auch der Assistenzarzt um 2 Uhr morgens macht es genau gleich wie der Oberarzt, wenn er um 10 Uhr morgens auf der Visite ist. Und hier noch kurz, was wir gemacht haben für die nicht-invasive Behandlung. Da ging es einfach darum, das ist sozusagen der Spiegel von dem, was wir im Philips-Gerät sowieso schon immer gemacht haben, aber hier halt adaptiert an das, was der S1 erlaubt. Dann haben wir als weiteres uns erlaubt, um auf einen Neokortex von den Gottesanbeterinnen zu kommen, auf die Neokortizes von anderen Herren und Damen zurückzugreifen. Wir haben nach gut 3/4 Jahr so eine Expertenrunde gemacht mit Hamilton zusammen und Jean-Michel Arnaud, der in Toulon das schon seit vielen Jahren braucht. Und schließlich dieses Jahr im Januar nochmals, haben aber das erweitert um ein Programm, prima jetzt mal in-house, den Leuten, die noch nicht zu dem Zeitpunkt in der ASV gebracht haben, weil nicht alle Stationen haben das gleichzeitig eingeführt, das ein bisschen schmackhaft zu machen. Was genehmigen wir in Zukunft zu tun? Wir versuchen, oder werden dann versuchen, Filme zu generieren, diese Filme auf unsere interne Lernplattform zu stellen. Wir haben eine Spielart von Moodle, auf der man interaktive Lernsessions hinterlegen kann, wo einerseits visuell, aber auch akustisch sind. Und wir möchten mit der Test-Chest gerne in unser Simulationszentrum rein, damit wir das unter realistischeren Bedingungen austesten. Und das wären meine 3 Punkte für den Fall, dass jemand die noch weiß und 1 Uhr nachmittags. Schritt für Schritt einführen. Nicht alles auf einmal. Also wenn man das Gerät schon hat, ist das eine andere Qualität, als wenn man ein Gerät a priori kauft und vorher woanders denn kann. Dann mit dem Personal immer nett sein, bitte. Es hilft nicht, wenn man rumflucht, dann gibt es nicht mehr entleert ASV. Und wiederholen. Weil auch der Neokortex so groß von Homo sapiens ist, im Gegensatz zu dem von den Gottesanbeterinnen, der ist für das nicht groß genug. Herzlichen Dank und wieder in der Gute.